Hallo, wir testen heute auf funkyhome.de die neue Alpha ESS VitaPower VT1000 Power Station mitsamt zwei Alpha ESS VitaMate VM1000 Erweiterungsakkus. Die Alpha ESS VT1000 Power Station bietet 20 Ampere, 51,2 Volt, das heißt, das ergibt insgesamt 1024 Wattstunden Batteriekapazität. Sie verfügt nicht nur über die üblichen AC-Schoko-Steckdosen, sondern hat bereits einen Mikrowechselrichter bei Einspeisung ins Hausnetz integriert. Das heißt also, man kann die Powerstation nicht nur über das Stromnetz aufladen, sondern man kann die Powerstation auch dazu nutzen, um in das Hausnetz einzuspeisen. Und das mit den vorhandenen Mitteln. Das heißt, wir brauchen keinen zusätzlichen Mikrowechselrichter. Wie das funktioniert, zeigen wir natürlich hinterher noch. Wir zeigen auch gleich mal, wie man es anschließt. Kommen wir zunächst zum Lieferumfang. Enthalten ist die VitaPower VT1000 Power Station. Dann haben wir noch mit dabei zwei MC4 zu Anderson Adapterkabel. Das ist ein spezieller Stecker, der hier verwendet wird an der Power Station. Dann haben wir noch mit dabei ein AC-Stromkabel. Das hat auch wieder einen speziellen Anschluss. Zeigen wir auch gleich nochmal am Port hinten. Dann haben wir ein Benutzerhandbuch dabei mit Garantiekarte und noch eine Kindersicherung nennt sich das. Die wird hinten angeschraubt, damit man nicht aus Versehen, mehr oder weniger aus Versehen, das Stromkabel abschrauben kann. Kommen wir damit erstmal zu den vorderen Anschlüssen der Power Station. Das heißt, wir haben hier zwei Griffe integriert in der Power Station. Das sieht auch alles ganz schick aus, fühlt sich auch gut an, ist nicht irgendwie scharfkantig oder so. Und wir haben immerhin ein Gewicht von 19,1 Kilogramm. Die Zusatzakkus wiegen jeweils 13 Kilogramm. Da kommt natürlich einiges zusammen und das muss natürlich auch gut transportiert werden. Bei den Zusatzakkus haben wir sogar noch kleine Griffe, die wir ausklappen können, aber das zeigen wir nachher nochmal. So, also hier oben sind Lüftungsschlitze drin. Dann haben wir hier drunter ein Display. Ja, wir schalten die auch gleich ein. Dann haben wir hier unter einer Klappe verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Da haben wir zweimal Typ A Anschlüsse. Die können bis zu 18 Watt belastet werden. Dann haben wir noch zwei USB-C Anschlüsse. Und die USB-C-Anschlüsse können mit bis zu 100 Watt belastet werden. Ja, dann schalten wir die doch einfach mal ein, die Power Station. Die ist jetzt relativ schnell da, das heißt also, das Display zeigt zumindest an, dass es aktiv ist. Wir haben allerdings, der Bootvorgang ist noch nicht abgeschlossen, das heißt also, der blinkt jetzt hier gerade oben noch, sucht jetzt noch die zusätzlichen Akkus, die wir gerade noch nicht angeschlossen haben, denn das wollen wir gleich demonstrieren, wie das geht. Ja, und in der Mitte können wir ablesen, wie viel Gesamtkapazität noch vorhanden ist. Das sind 52%. Dann können wir sehen, wie viel eingespeist und abgegeben wird momentan. Das Display erlischt leider relativ schnell. Man kann auch die Dauer der Anzeige nicht verändern in der App. Der Power-Button selbst leuchtet grün. Das heißt, man sieht sofort, wann das Gerät in Betrieb ist. Man kann das Display ein- und ausschalten über den Button und wenn man den Button länger drückt, wird die Power Station abgeschaltet. Das heißt, die ist dann auch wirklich ausgeschaltet, kann auch nicht mehr über die App dann bedient werden. Insofern gesehen muss man schon überlegen, ob man das machen möchte. Wie eingangs erwähnt, haben wir uns zusätzlich noch zwei Erweiterungsakkus mitbestellt. Die haben als Zubehör im Lieferumfang enthalten zwei Janicon M25 Kabel. Hier sieht man das. Das ist das Verbindungskabel zwischen den Erweiterungsakkus an sich. Und dann ist noch mit dabei ein Janicon M25 Verbindungskabel von der Power Station zu einem der Akkus. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Abschlussterminator, den muss man am Ende noch aufsetzen, zeigen wir gleich. Ja, das war es im Grunde schon mal erstmal an den Geräten. Hier vorne bei den Geräten, bei den Zusatzakkus sieht man noch, die haben jeweils
auch einen Taster, der hier integriert ist. Was macht er? Er leuchtet grün bzw. blinkt grün. Und auch den können wir dann ausschalten, indem wir lange draufdrücken und dann schaltet er sich ab. Wie gesagt, getragen werden kann das dann mit diesen Griffen. Die haben auf der Rückseite und Vorderseite diese Edelstahlgriffe montiert und das sieht ganz schick aus. Mit dabei ist ebenfalls natürlich ein Benutzerhandbuch, klar. Ja, und dann wollen wir das Ganze mal umdrehen. Das heißt also, wir drehen jetzt einmal die Powerstation um und dann zusätzlich auch nochmal die Erweiterungsakkus. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Auf der Seite haben wir nämlich noch eine Beleuchtung. Die können wir hier, nachdem das Gerät eingeschaltet und hochgefahren ist, die Powerstation, können wir die über die Seite hier einschalten. Das heißt, wir können die Beleuchtung hier hochschalten. Und ja, gut, ist natürlich nicht so ganz wichtig. Machen wir das mal wieder aus. Aber ab und zu braucht man auch mal Licht, ne? Kommen wir damit auch schon zur Rückseite der Powerstation. Da sieht man oben wieder den Griff. Wie gesagt, 19,1 Kilo. Das ist schon nicht so schlecht. Dann haben wir hier zwei Anderson PV-Eingänge. Damit können wir dann direkt unsere Solarpanels einspeisen lassen in die Powerstation, beziehungsweise dann auch über das Stromkabel in das Hausnetz. Jo, hier drunter haben wir die 3 Schokosteckdosen unter den Staubschutzkappen. Das sind wirklich 3. Und darunter befindet sich hier noch ein kleiner Taster. Dieser Taster ist dazu da, um die Schokosteckdosen einzuschalten. Das geht aber erst, wenn man vorne den Strom eingeschaltet hat. Das heißt also erst die Powerstation an sich einschalten, beziehungsweise sogar erst die Zusatzakkus einschalten, dann die Powerstation einschalten und dann kann man die entsprechenden Sachen einschalten, die man haben möchte. Was uns allerdings aufgefallen ist, ist, dass der AC-Ausgang, also hinten die Steckdosen an der VitaPower, abgeschaltet werden, sobald man die VitaPower zum Laden mit dem Hausnetz verbindet. Also hier kann man bis zu 1000 Watt anschließen. Darunter haben wir dann die 2 besonderen Anschlüsse. Das ist einmal hier links, das nennt sich EP030 Anschluss. Das ist ein dreipoliger Anschluss. Das sind gängige Kabel durchaus im Mikrowechselrichterbereich. Da sieht man die immer wieder. Das heißt also, die kann man auch in größeren Längen nachkaufen. Das sollte kein Problem sein. Das hier ist ein ganz normales Schokokabel auf EP30 und das können wir jetzt hier hinten einstecken. Bevor wir das tun, könnten wir noch eine Kindersicherung anbringen, wenn man möchte. Können wir die da drüber machen, die dann noch festschrauben und dann wird es nämlich hinterher schwieriger bzw. fast unmöglich, das Kabel abzuschrauben. So, das wird nämlich hier aufgesteckt und festgeschraubt. Das ist nämlich eigentlich ein IP67 taugliches Kabel oder die Steckverbindung vor allen Dingen. Ja, also wasserdicht. Da das gesamte Gerät aber nicht wasserdicht ist, ist das nicht so ganz entscheidend. Ja, also jetzt haben wir das Stromkabel angeschlossen. Nochmal ganz kurz schauen vorne, ist auch wirklich die Powerstation ausgeschaltet? Ja, ist sie. Das ist wichtig, denn wenn man die miteinander verbindet, dann sollte die nicht eingeschaltet sein. Hier neben haben wir jetzt einen Genicon Anschluss, Genicon M25, gibt es in verschiedenen Größen und daran wird nachher ein Verbindungskabel, was bei den Erweiterungsakkus beiliegt, angeschlossen und damit schließen wir dann den Erweiterungsakku an. Bevor wir das machen, kommen wir aber mal ganz kurz noch zu den Erweiterungsakkus. Die Erweiterungsakkus, die haben hier auch die Genicon M25 Anschlüsse, wie wir sehen. In der Mitte ist noch eine Sicherung untergebracht, eine ganz normale Feinsicherung. Diese 4 Anschlüsse haben ihre Bewandtnis und zwar wird das mit den Genicon M25 Anschlüssen miteinander verbunden. Man steckt also hier das Kabel auf, dann haben wir nochmal den Anschluss, macht auch Klack. Die haben so einen kleinen Ring und wenn man den Ring löst, dann löst sich auch automatisch die Verbindung. Das heißt, richtig aufstecken, bis es Klick macht. Dann haben wir noch einen Terminator, der wird am Ende aufgesteckt
und der hat lediglich einen kleinen Widerstand drin. Dieser Widerstand, mit dem Widerstand wird dem Erweiterungsakku signalisiert, dass das Ende des Erweiterungsakkus erreicht ist. Das heißt also, am Ende, nach allen Akkus, wird dieser kleine Terminator aufgesteckt. So, stecken wir das wieder so rum auf. Klack. Und wir können nämlich bis zu 5 Erweiterungsakkus übereinander stapeln. Das heißt also, wir haben insgesamt die Möglichkeit, je Erweiterungsakku 1024 Wattstunden zu erweitern, haben also jetzt schon hier unsere 3 kWh und wir können bis zu 5 noch dazu, also 5 plus 1 haben wir 6 kWh insgesamt an Erweiterungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich schon stark für ein Balkonkraftwerk, ne? Jo, dann haben wir hier noch das Verbindungskabel. Das ist wieder dieses Jamicon-Kabel M25 auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Und das wird jetzt hier unten eingesteckt. Klatsch, einmal hier und hier dann nochmal. Kann man sich auch immer direkt anschauen, hier welche Pins wo hinkommen. Und dann trifft man das auch sofort, ohne dass man da großartig rumdrehen muss. Ja, und jetzt ist alles fest miteinander verbunden. Das Anschlusskabel hat hier Gott sei Dank ein bisschen was mehr Länge. Das Schoko-Anschlusskabel hat leider nur 1,10 Meter Länge. Das ist nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, die Kabel bekommt man im Handel, kein Problem. Also jetzt ist das miteinander alles verbunden. Das heißt also, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, die Powerstation zu nutzen mit den beiden Erweiterungsakkus. Was wir jetzt noch machen möchten, ist auch noch die beiden Anderson-Kabel anzuschließen. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit auf MC4, das sind die normalen Anschlusskabel für Solarpanels, von Anderson auf MC4 und das stecken wir hier ein. Das wird einfach direkt angeschlossen und da zeige ich gleich, wie wir da weitergehen. So, die schließen wir jetzt mal beide hier an. Und immer schön an den Steckern einstecken und nicht am Kabel rausziehen. Ja, dann drehen wir das Ganze jetzt wieder um, denn wir haben das jetzt eigentlich schon mal fertig angeschlossen und wollen natürlich auch sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Ja, das machen wir jetzt. Also alles wieder umdrehen. Und jetzt haben wir das auch schon alles fertig angeschlossen. Das heißt also, wir können jetzt das einschalten. Die Einschaltreihenfolge ist hierbei auch noch relativ wichtig. Wir müssen zuerst die Erweiterungsakkus einschalten. Und dann erst die Powerstation. Und dann dauert das so ungefähr 20 Sekunden oder so. Dann ist die Powerstation hochgefahren. Man sieht hier oben ein kleines WLAN-Symbol blinken, wenn das aufgehört hat zu blinken. Und wenn die beiden Zusatzakkus erkannt wurden, und die wurden jetzt hier schon erkannt, hier sieht man eine kleine 1, 2 und 3. 1 ist die Powerstation. 2 und 3 sind die beiden Erweiterungsakkus. Ja, dann sehen wir also hier auch schon jetzt 50%. Das Display, wie gesagt, geht leider sehr schnell aus. Das ist ein bisschen schade. Die Zeit, die App ist nicht ganz so umfangreich wie zum Beispiel bei EcoFlow, wo man dann noch mehr Einstellungen machen kann. Also wir beginnen jetzt mit der App, denn über die App kann man die Powerstation und die Erweiterungsakkus steuern. Wir haben das jetzt hier alles schon eingerichtet. Das Anleitungsvideo dazu folgt noch. Wir haben jetzt hier übersichtlich die Komponenten, die jetzt gerade eben über den Server, wo auch immer, ihre Daten austauschen und wir rufen von diesem Server dann die Daten ab. Wir sehen hier übersichtlich oben angefangen die Seriennummer, den Namen, ob wir online sind oder offline sind. Das heißt, nur wenn das Gerät eingeschaltet ist, also wenn wir es lange ausschalten, lange den Taster drücken und ausschalten, haben wir keine Verbindung mehr ins Internet. So, also nur wenn das Gerät eingeschaltet ist, im Standby oder wie auch immer, alles gut, sehen wir das hier. So, und dann sehen wir die generellen Einstellungen, General Settings. Und da kommen wir schon zu einem ganz interessanten Punkt. Und zwar können wir hier einstellen, unsere maximale Einspeisungsleistung. Ich übersetze es einfach mal auf Deutsch. So, und die steht jetzt im Moment auf 800 Watt. In Deutschland waren wir bis vor kurzem bis 600 Watt beschränkt und jetzt haben wir eine Einspeisemöglichkeit für Balkonkraftwerke bis 800 Watt. Alles bitte nochmal gegenchecken.
kann sich immer ändern, je nachdem, wann man das Video gerade schaut oder wo man das schaut. Das ist von Land zu Land und auch teilweise Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt, muss man aufpassen. Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann tatsächlich sagen, ich möchte aber bis 2000 Watt einspeisen. Dann sagt der, oha, ist das wirklich das, was du möchtest? Und gibt Warnhinweise und so weiter. Und dann muss man einen Unlock-Code eingeben und dann muss man noch einen Installer-Code AAT eingeben. Und dann muss man das Ganze noch bestätigen. Und dann muss man das Ganze wieder bestätigen. Und dann kann man das wirklich machen. Das heißt, das Gerät kann mit 800 Watt, die Powerstation kann mit 800 Watt, aber auch mit bis zu 2000 Watt in das Hausnetz einspeisen. Da das Ganze aber nicht erlaubt ist, über 800 Watt einzuspeisen, sollte man es auch nicht tun. Und deshalb kommen hier diese ganzen Rückfragen. Die haben eine Lizenz erhalten für dieses Gerät und das Gerät ist ausgelegt bis 800 Watt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel im Marktstammdatenregister eine Eintragung macht, dann kann man sein Balkonkraftwerk auch nur bis 800 Watt eintragen im Moment. Denn wenn man darüber geht, müsste man eigentlich das Ganze über einen Elektriker laufen lassen und dann ist es kein Balkonkraftwerk mehr. Dann muss man aber auch eine Anmeldung machen und so weiter und so weiter. Das wird dann ganz schön kompliziert. Aber wir haben ja eben jetzt hier ein Balkonkraftwerk. Also Leute, geht auf 800 Watt, macht nicht mehr. 800 Watt. Wir können auch 600 Watt, 400 Watt oder 200 Watt nehmen. Je nachdem, was man gerade möchte. Es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber nee, das führt jetzt gerade ein bisschen zu weit. 800 Watt, speichern und gut ist. So, das heißt also, über den Schokostecker kann das Gerät jetzt bis zu 800 Watt einspeisen. Darunter haben wir noch die maximale Entladung. Das heißt, die Discharge Cutoff SOC von Battery, die liegt bei 10% im Moment eingetragen. Wir können auch einen anderen Wert nehmen, 20%, 15% oder wie auch immer, ab wann dementsprechend das Gerät abschalten soll. So, dann sagen wir 10%, speichern in Ordnung. Dann haben wir die Möglichkeit, Elektrizitätswerte einzugeben, und zwar den Strompreis, den wir hier aktuell haben, um hinterher so ein bisschen was in Übersicht zu bekommen. Was haben wir denn eigentlich eingespart damit? Ne, das möchte man ja gerade mit dem Balkonkraftwerk immer gerne wissen. Was spare ich mit sowas überhaupt? Ne? Rentiert sich das oder nicht? Gut, die Anschaffung ist erledigt, aber es sollte sich ja trotzdem rentieren. Also sagen wir den variablen Preis hinzufügen. Wir haben hier leider nur die Möglichkeit, im Moment einen variablen Preis einzufügen. Den müssen wir also von 0 Uhr bis 23:59 Uhr müssen wir den also bestätigen, die Uhrzeit. Denn hier im oberen Bereich können wir leider nicht einen anderen Preis eintragen. Also wir können nicht einfach einen festen Preis für den gesamten Tag eintragen, sondern 0 Uhr bis 3:59 Uhr. Und da wählen wir jetzt mal einfach 35 Cent oder machen wir 40 Cent. So, komm. Dann machen wir auch 40 Cent, ne? Dann machen wir 40 Cent. Komm. Speichern. So, jetzt haben wir also die Energiekosten eingetragen, die wir für 1 Kilowattstunde zahlen würden. Und dann kann er uns hinterher schön übersichtlich was aufführen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der Smart Mode. Und zwar können wir jetzt hier sagen, wir möchten gerne einen festen Wert haben, der eingespeist wird. Das heißt also, wie viel Watt soll eingespeist werden, wenn kein PV da ist. Also wenn PV da ist, dann speist er automatisch den vollen Wert ein. Wenn aber die Solaranlage gerade keinen Strom liefert, muss die Powerstation ja wissen, wie viel Strom soll ich denn ins Netz einspeisen. Und das machen wir eben über diesen Wert, indem wir sagen, jetzt, wir möchten hier gerne 200 Watt oder wie viel auch immer einspeisen. Bei 900 Watt müsste er eigentlich meckern. Ich gucke mal, sagt, da geht nicht, weil 800 Watt ist das höchste. So, wir sagen jetzt mal einfach 100 Watt. Das soll er generell einspeisen. Das ist bei uns also zum Beispiel die sogenannte Grundlast. Das heißt also, über Nacht würde er weiterhin mit diesen 100 Watt einspeisen, auch wenn kein Strom dementsprechend aus dem Solarpanel in den Akku eingespeist wird.
Ist aber so, dass wir halt eben die Grundlast häufig überschreiten. Wir gehen natürlich immer mal höher, zum Beispiel wenn wir eine Waschmaschine einschalten, wenn wir einen Trockner einschalten, wenn wir einen Geschirrspüler einschalten, wenn wir eine Kaffeemaschine einschalten oder auch wenn die ganzen Kühlschränke an- und ausgehen oder die ganzen ist gut, wenn die Kühlschränke an- und ausgehen. Immer dann wird halt eben mehr Strom benötigt. Dieses Mehr an Strom kann man jetzt relativ einfach abfragen. Und zwar indem man sich von dieser Firma sogenannte Smart Plugs erwirbt. Die Smart Plugs nennen sich bei Alpha ESS VitaPlug VP10 und das sind Smart Plugs mit einer Schaltleistung von bis zu 2300 Watt, weil sie haben 10 Ampere. Die werden dann angebunden mit WLAN oder mit Bluetooth und die steckt man zwischen jedes Gerät. Wir haben jetzt hier leider gerade keinen bestellt. Ja, hätten wir machen sollen, hätten wir machen können. Aber wir haben das schon bei EcoFlow oder so gezeigt. Das sind also kleine Zwischenstecker, Adapterstecker. Die werden eingesteckt in einer ganz normalen Steckdose im Haus und bauen dann eine Verbindung auf per WLAN. Also eigentlich geht das Ganze über die Cloud und per Bluetooth mit dem Gerät oder mit der Powerstation. Ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt ganz viele verschiedene Modi, wann was womit verbunden wird. Es gibt auch noch verschiedene Protokolle, aber das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Hier können wir jetzt diesen Smart Plug, hier ist er auch abgebildet, können wir den auswählen und könnte jetzt einen Smart Plug hinzufügen. Was passiert dann? Anhand des Smart Plugs wird der Wert bestimmt, was in das Netz eingespeist wird. Das heißt also, der weiß dann automatisch kommuniziert Smart Plug und weiß dann, dass so und so viel Watt gerade benötigt werden. Nämlich, weil die Waschmaschine angesprungen ist. Also wird er dann mit 800 Watt, nein, nicht mit 2000, mit 800 Watt in das deutsche Netz einspeisen. Somit haben wir dann dementsprechend schon mal viel mehr von diesem zusätzlichen Verbrauch halt eben über die Powerstation abgedeckt. Und das ist natürlich schon eine praktische Sache, denn gerade bei normalen Balkonkraftwerken hat man ja die zwei Panels, sage ich mal, meist zwei. Dann haben wir einen Mikrowechselrichter und dieser Mikrowechselrichter weist dann das fest ein, was da gerade erzeugt wird. Über Nacht hat man dann aber nichts. Und dafür hat man ja eben gerade die Powerstation mit dem integrierten Wechselrichter und auch die Zusatzakkus, dass man einfach dann noch was zum Puffern hat. Über Nacht halt eben zum Beispiel. Oder aber wenn etwas mehr benötigt wird und nicht genügend Sonne da ist, hat man ja auch häufig gerade in Deutschland. Also wird das Ganze dann darüber abgefragt und diese VitaPlugs, die werden dementsprechend mit eingebunden in das System, sodass man zumindest die wichtigsten Geräte darüber abdecken kann. Man muss sich immer überlegen, welches Gerät ist da wirklich sinnvoll. Ich sag mal bei einer Kaffeemaschine, die gerade so einen Peak hat von 2400 Watt oder sowas, aber das dann nur für 10 Sekunden oder 20 Sekunden, muss man nicht unbedingt einen VitaPlug kaufen. Aber für eine Waschmaschine, die halt eben länger läuft oder einen Geschirrspüler oder einen Wäschetrockner oder sowas, das sind so Geräte, die halt eben wirklich viel Verbrauch haben und der sich auch immer wieder ändert. Denn eine Waschmaschine oder ein Trockner verbraucht nicht durchgehend 2400 Watt, sondern die verbrauchen halt eben mal nur 200 Watt oder sowas für Schleudern oder auch einfach mal nur 30 Watt, wenn das Wasser reinpumpen oder so. Also das kommt immer drauf an. Und gerade bei solchen variablen Sachen, die auch aber über eine längere Zeit laufen, da lohnt sich das dann auch, so einen Plug zu kaufen. Denn dann wird das damit ausgeglichen. Also zumindest solange der Akku voll ist und solange die Solarenergie da ist. Ja, und dann wollen wir das Ganze auch nochmal an einem Beispiel zeigen. Und zwar haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben jetzt hier zwei MC4-Stecker von unserem Solarpanel-Testsystem. Die beiden MC4-Stecker. Also jetzt sollte das hier auch schon erscheinen. Genau. Also wir sehen jetzt hier schon die Einspeisung. Wir haben unser Testsystem eingestellt auf knapp 100 Watt. Und dann gucken wir mal, ob das auch so ist. Ja, es ist so. Wir sehen auch auf der App, sehen wir sofort im Eingangsbereich, hier stehen jetzt 75 Watt. Gut, das geht langsam hoch. 83 Watt, der fährt langsam nach oben. Das ist auch ganz wichtig. Also man darf niemals ein PV-Panel bei Sonnenschein
anschließen. Also nicht einfach tagsüber das Panel nehmen und den Stecker einstecken oder rausziehen, denn die Last oder die Entlastung, die kann und wird so hoch sein, dass der Wechselrichter leider das nicht überleben wird. Bitte unbedingt entweder abdecken oder das in den Morgenstunden machen, wenn noch keine Sonne drauf scheint, oder abends, wenn die Sonne weg ist oder sowas. Aber nicht einfach während des Betriebes zack rausziehen oder so. Ansonsten muss das Gerät dementsprechend ausgeschaltet sein. Am besten keine Sonne drauf scheinen und dann einstecken. Wir sehen es hier, das geht hoch bis auf 91 Watt. Haben wir jetzt hier 90 Watt, 91 Watt. Und dann sehen wir auch sofort, dass die Eingangsleistung sofort runtergeht. Hier in der App dauert es noch ein bisschen länger. Ne, ist auch schon runter. Genau. Ja, also das heißt, wir haben jetzt gerade eine Einspeisung gemacht, haben den ein bisschen mehr vollgeladen, sind jetzt bei 52,4%, bei dem Hauptakku zumindest. Es gibt leider nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten, müssen wir dazu sagen, wie wir das auch von anderen Herstellern gewohnt sind. Wir haben hier in der App erstmal nur die Übersicht. So, also wir können jetzt hier in der Übersichtsseite umschalten auf die Poweranalyse und wir haben hier die Möglichkeit zu sehen, was wurde an welchem Tag verbraucht. Wir können das Ganze hier noch umstellen auf die Gesamtleistung oder auf die einzeln runtergebrochenen Werte von dem PV-Panel und der Batterie. Und dann kann man sich ein Diagramm dazu anschauen. Zurück geht es übrigens nicht unten über die Zurücktaste, sondern man muss immer wieder auf diese Taste drücken. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann haben wir hier unten noch die Möglichkeit, die Einspeisung zu schauen. Wie viel CO2-Reduktion haben wir gehabt und so weiter und so weiter. Ja, viel mehr ist da aber leider auch nicht drin. Darstellung ändern von Schwarz auf Weiß-Mode und sowas und die Sprache ändern. Wie gesagt, am besten ja, Englisch lassen, wenn man es kann. Oder halt eben auf Deutsch und hoffen, dass die komplette deutsche Übersetzung dementsprechend bald fertig ist. Es gibt also auch im Internet noch eine Webseite von Alpha ESS, wo man dann übersichtlich alles sich anschauen kann. Ja, das war es jetzt erstmal schon mit unserem kleinen Exkurs. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und es war informativ. Natürlich gibt es noch wirklich viel mehr zu erzählen über die ganzen Geräte. Wir werden auch im Test nochmal ein Oszilloskop dranhängen und so. Also da schauen wir einfach mal noch ein bisschen hinter die Technik, was denn da alles passiert, beziehungsweise wie gut oder wie effizient das auch wirklich ist. Aber das führt jetzt in unserem Video ein bisschen was zu weit. Also, wir wünschen schon jetzt viel Spaß auf jeden Fall auf funkyhome.de, denn da gibt es auch nochmal den schriftlichen Test hinterher dazu. Dauert noch ein bisschen, aber kommt, weil wir möchten erst natürlich noch ein bisschen weiter testen, auch mit sonnigen Tagen und ein bisschen mehr Leistung und Einspeisung und mal gucken, was da so letztendlich hängen bleibt am Ende des Tages. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Natürlich sollte man auch den Funky Home Channel abonnieren. Denn nur wenn man den Channel abonniert, wird man auch automatisch über neue Videos informiert. Und wir bringen immer wieder neue Videos, auch mit irgendwelchen Anleitungen, wie man irgendwas einrichten kann. Gerade eben jetzt natürlich auch im Sommer halt eben über die Powerstations, über Solarpanels, aber eben auch über Smart Home oder ähnliche Produkte, die man zu Hause halt eben verwenden möchte. Jetzt erstmal auf Abonnieren klicken, dann auf die Webseite von uns gehen und dann einen schönen Tag haben. Bis dann. Tschüss. So, schalten wir das mal wieder aus. Ausgeschaltet wird, wie gesagt, lange auf den Power-Button draufdrücken und dann geht's aus. Wir haben vorhin noch was gemerkt, das kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Wenn man das nur einschaltet, werden leider die Erweiterungsakkus derzeit nicht eingeschaltet. Das heißt, immer dran denken, erst die Erweiterungsakkus einschalten und dann die Powerstation einschalten und dann fährt auch alles hoch. Der erkennt die und dann haben wir auch die Gesamtkapazität. So, jetzt aber dann bis nachher im Test oder bis demnächst im Test. Das dauert, wie gesagt, noch ein bisschen, bis wir halt eben alles ausprobiert haben. Wir möchten halt eben auch noch mehr Erfahrungen sammeln, möchten noch ein Ostsee dran klemmen und möchten einfach mal schauen, wie das Ganze so in der Praxis funktioniert und wie das Ganze arbeitet. Denn es nützt nichts, einfach nur auf dem Blatt Papier nachzulesen, jo, technische Daten so und so sind die und das muss schon stimmen. Stimmt nicht unbedingt und insofern gesehen schauen wir da ein bisschen mehr ins Detail. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.